Ja, hallo zusammen. Heute habe ich ein kleines Unboxing wieder für euch. Und zwar möchte ich euch einen FPV-Monitor zeigen. Den FieldView 777 SB DVR. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir gleich an. Ich reiße die Schachtel gleich mal auf und dann gucken wir mal, was da alles drin ist. Zu den Details gehe ich dann später noch ein bisschen ein. Jetzt gucken wir einfach erstmal, was alles in dem Set dabei ist und warum genau ich mir den gekauft habe. Erzähle ich später noch ein bisschen was dazu und zu den Details. Also wir bekommen erstmal eine schöne Anleitung, wie immer, ein bisschen Lektüre zum Lesen. Dann haben wir hier schon den FPV-Monitor. Alles gut verpackt. So sieht er dann aus. Was ist noch mit dabei? Hier unten ist noch was. Ein Netzteil für EU. Genau, damit wir Saft haben. Dann ist noch eine Cloverleaf-Antenne mit dabei in diesem Set. Was haben wir noch? Ein Schutzschild für die Sonne. Also ein kleiner Plastikrahmen. Und eine 5 dBi Antenne ist noch mit dabei. Ja, das war's schon im Großen und Ganzen. Anleitung, bisschen was zum Basteln und zwei tolle Antennen. Der Monitor ist jetzt zum Beispiel ein 7 Zoll mit einer Auflösung von 800 x 480, hat ein eingebautes DVR und einen Diversity Empfänger, 40 Kanal. Der hat auch hinten ein paar gute Anschlüsse, die man immer brauchen kann. Ein HDMI Eingang hat er, Video in und out, Audio in und natürlich auch ein SD-Karten-Slot, weil er ja ein eingebautes DVR hat. Für was ich ihn mir auch eigentlich gekauft habe, ist, wenn ich hier auf meiner Werkbank irgendwas machen will mit einem Kopter, dann kann ich mal schnell irgendwas testen, irgendwas gucken. Ich kann mir das Ding hier irgendwo herstellen, kann den Kopter hier herstellen und kann mal ein bisschen rumprobieren und muss nicht die ganze Zeit mit der Brille auf dem Kopf hier rumlaufen. Also das macht schon auch mal Spaß und macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ich bin jetzt hier auf meiner Wiese, wo ich meine Kopter immer teste, hier gleich um die Ecke. Und habe meinen Monitor dabei, den FieldView. Habe den hier auch mal, wie man sieht, auf ein Stativ einfach mal aufgeschraubt. Und ich habe auch einen Zuschauer heute dabei, der möchte ein bisschen mitgucken. Ich fliege mit meiner Brille, aber mein Helfer kann ja mal ein bisschen hier in den Monitor rein filmen. Und da seht ihr gleich mal, wie der so im Praxistest funktioniert. Ja, im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden mit dem Gerät. Also das ist schon ein tolles Teil mit dieser internen Batterie und Diversity-Empfänger und eingebauten DVR. Wer sich sowas überlegt zuzulegen, kann ich nur empfehlen. Ja, muss jetzt nicht das gleiche Gerät sein, kann ja was Vergleichbares sein. Je nachdem, was man halt haben will und wie viel Geld man ausgeben will, gehen die Dinger ja schon günstig ab 50, 60 Euro los. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu einer FPV-Brille. Hat mir auf jeden Fall das Leben um einiges erleichtert, wenn ich hier auf meiner Werkbank am Kopter oder am Flugzeug rumschraube, weil ich einfach beide Hände frei habe, ja, und nicht immer die ganze Zeit diese Brille rauf und runter machen muss und das Kabel hängt davon. Also da ist das echt schon eine Alternative. Stelle ich mir hier in die Ecke, kann ab und zu mal gucken, was da im Video los ist. Und wie gesagt, der Vorteil, ich habe beide Hände frei. Ja, dann hat das Ding hier unten noch einen Anschluss, ein Standardgewinde für die Kamerastative. Wenn ich jetzt im Sommer mal ein bisschen länger mit meinem Flugzeug per FPV unterwegs bin, dann so eine halbe, dreiviertel Stunde, da fängt die Brille dann schon zu drücken an und ist doch ein bisschen unbequem. Da ist es auch auf jeden Fall eine gute Alternative dazu. Ich schraube das einfach auf mein Stativ drauf, stelle mir das irgendwo hin
und setze mich in meinen Stuhl und kann da schön mit meinem Flugzeug fliegen, ohne dass irgendwas drückt. Können auch die Leute ein bisschen zugucken und sehen, was da los ist. Ja. Also wie gesagt, kann ich jedem nur empfehlen. Ja, ja, im Großen und Ganzen war es das dann auch wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's es gut. Servus, pfiat euch.